Like, I've had the same fat white computer monitor on my desk for 5 years. My coworker just got a new computer. She has a flat, shiny, sleek monitor. It matches her computer, it matches her phone, even her pen stand. She looks like she's driving in Spaceship Central, and I look like I've got a washing machine on my desk. Fashion is another prime example of this. Have you ever wondered why women's shoe heels go from fat one year to skinny the next to fat to skinny? It's not because there's some debate about which heel structure is the most healthy for women's feet. It's because wearing fat heels in a skinny heel year shows everybody that you haven't contributed to that era as recently, so you're not as valuable as that person in skinny heels next to you, or more likely in some ad. It's to keep us buying new shoes. Advertisements and media in general plays a big role in this. Each of us in the U.S. is targeted with over 3,000 advertisements a day. We see more advertisements in 1 year than people 50 years ago saw in a lifetime. And if you think about it, what's the point of an ad except to make us unhappy with what we have? So 3,000 times a day, we're told our hair is wrong, our skin is wrong, our clothes are wrong, our furniture is wrong, our car is wrong, we are wrong, but it can all be made right if we just go shopping. Media also helps by hiding all of this and all of this. So the only part of the materials economy we see is the shopping. The extraction, production, and disposal all happens outside of our field of vision. The U.S. has more stuff than ever before, but polls show that our national happiness is actually declining. Our national happiness peaked in the 1950s, the same time that this consumption mania exploded. Interesting coincidence. I think I know why. We have more stuff, but we have less time for the things that really make us happy. Friends, family, leisure time. We're working harder than ever. Some analysts say we have less leisure time than any time since feudal society. And do you know what the two main activities are that we do with the scant leisure time we have? Watch TV and shop. In the U.S., we spend 3 to 4 times as many hours shopping as our counterparts in Europe do. So we're in this ridiculous situation where we go to work, maybe 2 jobs even, and we come home and we're exhausted, so we plop down on our new couch and watch TV, and the commercials tell us you suck, so you got to go to the mall to buy something to feel better, and then you got to go to work more to pay for the stuff you just bought, so you come home and you're more tired, so you sit down and you watch more TV, and it tells you to go to the mall again, and we're on this crazy work, watch, spend treadmill, and we could just stop. So in the end, what happens to all the stuff we buy anyway? At this rate of consumption, it can't fit into our houses, even though the average house size has doubled in this country since the 1970s. It all goes out in the garbage. And that brings us to disposal. This is the part of the materials economy we all know the most because we have to haul the junk out to the curb ourselves. Each of us in the United States makes 4.5 pounds of garbage a day. That's twice what we each made 30 years ago. All of this garbage either gets dumped in a landfill, which is just a big hole in the ground, or if you're really unlucky, first it's burned in an incinerator and then dumped in the landfill. Either way, they both pollute the air, land, water, and don't forget, change the climate. Incineration is really bad. Remember those toxics back in the production stage? Well, burning the garbage releases the toxics up into the air. Even worse, it makes new super toxics, like dioxin. Dioxin is the most toxic man-made substance known to science, and incinerators are the #1 source of dioxin. That means that we could stop the #1 source of the most toxic man-made substance known just by stopping burning the trash. We could stop it today. Now, some companies don't want to deal with building landfills and incinerators here, so they just export the disposal too. What about recycling? Does recycling help? Yes, recycling helps. Recycling reduces the garbage at this end, and it reduces the pressure to mine and harvest new stuff at this end. Yes, 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 we should all recycle, but recycling is not enough. Recycling will never be enough, for a couple reasons. First, the waste coming out of our houses is just the tip of the iceberg. For every 1 garbage can of waste you put out on the curb, 70 garbage cans of waste were made upstream just to make the junk in that 1 garbage can you put out on the curb. So even if we could recycle 100% of the waste coming out of our households, it doesn't get to the core of the problems. Also, much of the garbage can't be recycled, either because it contains too many toxics or it's designed not to be recyclable in the first place. Like those juice packs, where they have layers of metal and paper and plastic all smushed together, you can never separate those for true recycling. So you see, it is a system in crisis. All along the way, we are bumping up against limits. From changing climate to declining happiness, it's just not working.
But the good thing about such an all-pervasive problem is that there are so many points of intervention. There are people working here on saving forests and here on clean production, people working on labor rights and fair trade and conscious consuming and blocking landfills and incinerators, and very importantly, on taking back our government so that it really is by the people and for the people. All of this work is critically important, but things are really going to start moving when we see the connections, when we see the big picture. When people along the system get united, we can reclaim and transform this linear system into something new, a system that doesn't waste resources or people. Because what we really need to chuck is that old school throwaway mindset. There's a new school of thinking on this stuff, and it's based on sustainability and equity, green chemistry, zero waste, closed-loop production, renewable energy, local living economies. It's already happening. Now, some say it's unrealistic, idealistic that it can't happen, but I say the ones who are unrealistic are those that want to continue with the old path. That's dreaming. Remember, that old way didn't just happen. It's not like gravity that we've just got to live with. People created it, and we're people too. So let's create something new. Soweit wir es beurteilen können, ist dieses Bild gänzlich frei von spezifischen Objekten. Zumindest sind sie nicht sichtbar, also entweder mikroskopisch klein oder zu weit entfernt, um mit fotografischen Möglichkeiten zu dieser Tageszeit abbildbar zu sein. Und doch sehen wir etwas, und zwar den Himmel. Streng genommen ist das kein geografischer Begriff. Der Himmel ist kein konkreter Ort, auch kein Objekt. Und dennoch sehen wir ihn und wir wissen, wo er ist, nämlich stets über uns. Woraus besteht der Himmel? Man könnte sagen, aus dem Universum. Aber lassen wir das fürs Erste. Wenden wir uns den greifbaren Dingen zu. Wir sind in der Stadt, auf der Straße, da ist ein Haus, eine Fassade. In einer Redewendung könnte man sagen, ein Tag wie jeder andere, ein Ort wie jeder andere. Eine weibliche Person ist in Eile. Moment bitte. Augenblick. Was sehen wir? Eine Ordnung, eine Anordnung von Dingen, Materialien, Stoffen. Dazwischen ein Mensch. Zu dem Mensch gehört eine Geschichte, die wir hier nicht erzählen werden können. Hinter den Mauern wahrscheinlich noch mehr Menschen. Und hinter den Dingen, hinter jedem einzelnen von ihnen, noch mehr Menschen, noch mehr Geschichte. Die Textilindustrie ist einer der ältesten und nach Zahl der Beschäftigten und Umsatz einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des produzierenden Gewerbes. Ein Rock ist einröhrig und umschließt von der Hüfte an abwärts beide Beine gleichzeitig, während die Hose für jedes Bein extra eine Röhre bildet. Anhand verschiedener anatomischer Untersuchungen von altsteinzeitlichen Fuß- und Beinskeletten entstand die Theorie, dass Menschen bereits vor 40.000 Jahren Schuhe kannten. Handtaschen waren im Mittelalter ein aus Leder am Gürtel befestigtes Accessoire für Männer. Später wechselte das modische Nutzobjekt zum weiblichen Utensil. Als Taschen mit Tragegriff viele Stoffe kommen aus den Niedrigpreisländern, unter anderem der Volksrepublik China, Indien, Südkorea und Taiwan. Eine Hausnummer bezeichnet ein bestimmtes Gebäude in einer Straße und dient der Referenzierung. Für die Grundstücksnummerierung ist das Vermessungsamt des Bezirkes zuständig. Das Amt vergibt die Nummer und der Hauseigentümer oder Bauherr ist dann für die Beschaffung des Schildes verantwortlich. 1899 bringt die Berliner Firma Paul Haudegen & Co. erstmals ein Sprechsystem auf den Markt. Diese Anlage war eher eine Rufanlage, sie gestattete keine Antwort.
Die erste Gegensprechanlage wurde 1935 von der Firma AG Gülling auf den Markt gebracht. Diese Anlage gestattete erstmals das Gegensprechen und beruhte auf Telefontechnik. Erst seit 1951 ist Gegensprechen ohne Lautstärkeverlust möglich. Die überwiegende Mehrzahl aller Türschlösser sind Stiftschlösser. Sie wurden von Linus Yale Jr. 1865 in New York erfunden. Mehrere, entweder durch Schwer- oder Federkraft in den Kern gedrückte Stiftsäulen, blockieren den Kern, bis alle durch den Schlüssel so weit in das Gehäuse gedrückt werden, dass die Unterteilung an der zwischen Kern und Gehäuse liegenden Scherung liegt. Gitterroste werden industriell seit 1929 von der Firma Lichtgittergesellschaft produziert. Der abzudeckende Schacht diente zur Einschüttung von Kohle- oder Kartoffelvorräten und findet sich so traditionell vor Berliner Häusern der Jahrgangsklassen ab 1880. Schilder von Gas- und Wasserversorgungsanlagen weisen auf unter dem Straßenniveau liegende Straßenkappen bzw. Schieberkästen hin, die Zugang zu Absperrventilen des Erdgas- und Wassernetzes bieten. Die Zahlen rechts des schwarzen Ts geben den Abstand zwischen Schild und Schieberkasten vom Schild nach rechts weg gemessen an. Die Zahlen links davon geben den Abstand zwischen Schild und Schieberkasten vom Schild nach links weg gemessen an. Die Zahlen darunter geben den Abstand zwischen Schild und Schieberkasten vom Schild gerade weg gemessen an. Alle Angaben erfolgen in Metern und Dezimetern. Das Kopfsteinpflaster besteht aus großformatigen Natursteinen. Sie können in verschiedenartigen Pflasterverbänden geklopft sein. Gneis, das Grundmaterial, wird im Steinbruch durch Sprengungen abgebaut und im Werk maschinell verarbeitet. Die Zerkleinerung der bruchrauen Steine erfolgt mit Hilfe von Steinsägen oder diamantbesetzten Drahtsägen. Die Steine werden auf ein Bett aus Splitt, Sand oder Granulat gesetzt. Das Fugenmaterial ist Mörtel. Die Konstruktion reagiert auf dynamische Belastung mit elastischer Verformung. Der Bordstein wird bei Einbau in ein Betonbett gesetzt, um eine gleichmäßige Höhe zu erreichen. Das Kopfsteinpflaster vor dem Bordstein zeigt eine gerade Randlinie und in der nächsten Reihe eine diagonale oder polygonale Anordnung des Pflastersteinverbandes. Dies ist eine besonders wertvolle und ältere Bauplatten stammen aus in der Fabrik hergestelltem Kiesguss. Der Gehweg selbst muss bestimmte Anforderungen erfüllen. Das Begegnen von zwei Fußgängern, auch mit Regenschirmen, muss möglich sein. Zwei sich begegnende Fußgänger wollen auch immer einen Abstand zwischen sich haben. Es ist auch zu berücksichtigen, dass im Durchschnitt 46% der Fußgänger ein Gepäckstück, eine Tasche oder dergleichen tragen. In den Bürgersteig eingelassen sind Straßenkappen der Gas- und Wasseranlagen. Kappendeckel sind durch Edelstahlbolzen gegen Verlust gesichert. Die Straßenkappe bedeckt die Schieberkästen für Gas oder die Wasserzuführung zu den Abwasserentsorgungsnetzen bzw. den Wasserzuführungen. In den Gussdeckel sind die Initialen des Versorgungsunternehmens mit eingegossen. So war 1945 die Wiedererkennung total zerstörter Versorgungslinien möglich. Um im Winter verschneite oder zugefrorene Straßenkappen auffindbar zu machen, wird ihre Position auf einem Hinweisschild vermerkt, das in unmittelbarer Nähe zum Schieberkasten auf einer Ständersäule oder an Bauwerken montiert ist. Kaugummi hat eine weit zurückreichende Historie. Schon in der Steinzeit wurden Baumharze gekaut. Die Kaumasse wird heute aus petrochemischen Grundstoffen erzeugt. So besteht der Kaugummi jetzt zu 50-60% aus Zucker, die Kaumasse aus Kunst- und Füllstoffen. Die erste Kaugummifabrik wurde 1848 von John Curtis Jackson in den USA gegründet. 1862 entstand die erste deutsche Zigarettenfabrik in Dresden. Die Zigarette, die hier als Kippe und somit als Spur liegt, hatte eine aktive Lebenszeit von 7 Minuten. Produktions- und Warteprozess vor dem Konsum sind kurz. Die Geschichte des Rauchens umfasst vermutlich 40.000 Jahre, das heißt die Evolution des Menschen. Wo waren wir stehen geblieben? Was man könnte auch vielleicht eher hier? Also doch vielleicht eher da. Rohrschellen aus Edelstahl sind Halterungen für Rohrleitungen am Baukörper. Ursprünglich wurden sie für den Bau von Kriegsschiffen entwickelt. Kaiser Wilhelm, König von Preußen, erließ 1909 die erste einheitliche Vorschrift für den Straßenverkehr, das Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen. Die letzte Änderung der Straßenverkehrsordnung in Bezug auf Sinnbilder wurde im Jahr 1997 vollzogen. Auf Detaildarstellung wurde verzichtet und stattdessen einfache und klare Linien forciert. Unter Graffiti werden sämtliche mit Lackspraydosen gesprühte, mit Filzschreibern gemalte oder mit spitzen Gegenständen gekratzte Buchstaben und bildliche Darstellungen im öffentlichen Raum zusammengefasst. Graffiti war in seinen Anfängen eng mit der abstrakten Malerei, der Kalligraphie und dem Comic verbunden. Inzwischen ist Graffiti ein fester Bestandteil der Jugendkultur. In der Hip-Hop-Szene ist die Graffiti-Kunst eines von 4 Elementen, neben Rap,